Ideenwerkstatt. Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer weiteren Ausgabe der Ideenwerkstatt. Wir sind beim Thema Burger. Ja. Aber nicht irgendwelche Burger, sondern wir sprechen heute über vegane Patties. Und der Grund, warum wir es gemacht haben, ist eigentlich recht einfach. Das Ernährungs- und Verbrauchsverhalten der Deutschen ändert sich. Ich habe neulich eine ganz interessante Studie gelesen. 57% aller derer, die Fleisch konsumieren, möchten diesen Fleischkonsum reduzieren. Ich sage ganz bewusst nicht aufhören, einfach nur einschränken. Das ist korrekt. Und wir haben uns dazu entschlossen, eine Mischbox an den Start zu bringen, um Brot und Patty in einer Verpackungseinheit zu verheiraten. Und aus deiner jahrelangen Erfahrung aus dem Restaurant, Christian, weißt du ja warum. Ja, es bringt mir einfach Bestellsicherheit und ich weiß genau, was ich im Froster dann auch habe. Ja. Wenn 3 Brötchen noch da sind, weiß ich, es sind auch noch 3 Patties da. Richtig. Und falls Sie jetzt nicht wissen, wer der nette neben mir ist, das ist Christian Kolb. Maßgeblicher Taktgeber, Erfinder von so manch tollem Produkt, Ja, Freund des freut mich. Unternehmens und Ja, Wegbegleiter. vielen Dank auch, dass ich wieder hier sein darf. Die Aufgabe war für dich wahrscheinlich wieder einfach oder war sie herausfordernd? Ja, man hat sich wirklich mit vielen veganen Produkten mal neu auseinandergesetzt, Ja. hat geschaut, was ist Neues auf den Markt gekommen, denn der Markt wächst unglaublich schnell, aber so schnell wie Produkte da sind, verschwinden sie teilweise auch wieder. Ja. Und es ist immer so man muss halt mal schauen, was es dann gibt und dann habe ich auch mal im Laden mir wirklich viel Zeit genommen und geprüft, was es geht und deswegen haben wir einen Hawaii-Burger Sieht super interessant aus. uns überlegt. Und wenn ich mir das angucke, schwant mir fürchterliches. Ich mache den Rührfix. Du machst, wie immer, hilfst du mir, das ist gut. Ich möchte halt auch den Zuschauern kurz zeigen, wie schnell gewisse Produkte, Basisprodukte, sehr schnell zu einem ganz besonderen Produkt werden können. Okay. Mein Gott, das sind die meisten auch gewohnt. Wer sich vegan ernährt, der kocht auch öfters und mehr, weil er sich eben da auch von den Zubereitungstechniken her auch schlauer macht. Wie manch anderer, der einfach nur irgendeine Packung aufreißt und dann warm schießt. Das ist das Schöne und deswegen glaube ich, ist das ein schöner Wink. Was wir brauchen, habe ich jetzt auch mal hier auch aufgebaut. Wir arbeiten mit Champignons, wir arbeiten mit einem veganen Käse. Den Schinken, den man beim Hawaii, Pizza, Burger, was auch immer, wo man das Produkt reinnimmt, habe ich durch diese vegane Wurst mal ersetzt. Wir haben eine vegane Mayonnaise. Ja, ja. Und was ich gefunden habe, das fand ich sehr schön, hatte ich so auch noch nicht immer gefunden, das ist ein Mozzarella, ein veganer. Veganer Mozzarella. Oh, wow. Und das muss man also wirklich sagen, klar, wir verkaufen jetzt ja nicht dieses Produkt, aber ich muss wirklich sagen, also alle Achtung, das hat Stil, das kann ich verarbeiten und ich kann es aufschneiden, kann es belegen. Und das finde ich das Schöne, also es gibt keine Grenzen mehr. Und die Belegung bedarf immer einer Creme oder Soße. Okay. Das hast du Ja. in den verschiedenen Formen der Burgerwelt schon erlebt. Auch schon diverse Rühren für dich? Und deswegen möchte ich dich bitten, aus der veganen Mayonnaise eine Orangencreme zu machen. Eine Orangen-Aprikosencreme. Wenn einer sagt, das ist mir jetzt aber schon wieder alles zu viel, ich brauche sowas fertig. Es gibt so auch Mango-Curry-Cremes, die kann man dann fertig kaufen. Funktioniert. Dürfen wir den Namen sagen? Nein, das machen wir grundsätzlich nicht, aber es ist ein tolles Produkt. Gut. Die Mayonnaise, 2 Löffel von der Orangenmarmelade, Ja, ja. 2 Löffel von der Aprikosenmarmelade und dann haben wir ein Purple Curry. Und warum mischst du jetzt Orange mit... Bitterorange und Aprikose ist für mich persönlich ein Geschmackshighlight. Also möchtest du auch so ein bisschen deine persönlichen Präferenzen ja, ausleben? natürlich. Ja, wunderbar. Ein Koch kann nur das machen, was einem, Ja. was einem schmeckt. Ja. Und da ist noch Orangensaft drin. Das machst du. Die vielen Jahre, die wir uns kennen, Christian. Währenddessen kümmere ich mich jetzt auch nochmal darum, die Zutaten ein bisschen so vorzubereiten, dass wir nachher belegen. Das ist ja sehr putzig. Ist das eine Baby-Ananas? Das ist tatsächlich eine Baby-Ananas und sie hat den Vorteil, wenn man sie dann auch halbiert, habe ich die Möglichkeit, den Burger schön fächerförmig zu belegen. Es geht ja auch um Optik. Also ich möchte ja den Gastronomen ja auch zeigen, wir können mit diesen Standardprodukten sehr schnell Gourmet-Burger zaubern. Ja. Und die Gäste gehen raus und sagen einfach, wow, vielen Dank, das hat sich gelohnt, hierher zu kommen, weil es ist eine Handschrift dahinter und nicht einfach zusammengerührt und mit Tomate, Gurke, Ich wollte Ketchup. sagen, also was du sagst, ist die Architektur des Burgers, die Rezeptur, Einzelkomponenten in ihrer Zusammenstellung sind ein deutlicher Absender und machen das Erlebnis einzigartig. Ja, ich versuche mich dem Projekt zu nähern. Ach so. Du weißt ja nur, wer Ja. rührt, findet irgendwann ein Ende. Auf jeden Fall gehen wir schon so ein bisschen jetzt auch in das Klassische, aber das muss ein bisschen dicker werden. Dann nimmst du bitte Ja. nochmal 2 Löffel mehr.
von der Mayonnaise. Und ich habe jetzt hier auch eine Burgersoße, eine vegane. Das muss ein bisschen dicker werden. Und die streiche ich jetzt unten drauf auf den Boden. Wichtig ist, dass das Kurze Frage, wenn das Mischungsverhältnis nicht mehr passt, weil immer wieder weitermachen. 2, 2, 2. Ja. Ich hatte zu viel Orangensaft drin, aber das soll ich passiert mir. Meine Frage ist, soll ich auch die Marmelade nach? Nein, das werden wir gleich sehen. Okay. Und das ist wichtig, dass das geröstet wird, damit die Soße nicht direkt in das Bun reintritt, also in das Brötchen reinbricht. Und dann kann ich es auch besser belegen. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. So, jetzt sag aber nicht, dass du auf mich wartest. Nein, ich doch nicht. Bin einfach, ein bisschen Orange noch, verzögere ich hier deinen weiteren Aufbau? Nein. Stuttgart 21. Jetzt gehen wir wirklich so schön bunt klassisch los. Ja. Wir werden jetzt Romana-Salat nehmen, aber auch da geht jeder Salat, was man gerne hat, schön auslegen. Ich will mich nicht beschweren, aber es ist immer noch sehr... ja, es ist verwunderlich, was du hier wieder machst. Oh, jetzt sag nicht, dass Nein, das ist okay. Zum Rühren das ist okay. Gut. Wir wollen es ja runterlaufen lassen. Gut. Wir starten klassisch mit dem Salat, haben unten drunter die Burgersoße gemacht und auf dem Bratling, also dem Patty, was wir, ich nenne es auch mal Bratling und Patty, was ein sehr schönes Produkt ist, es lässt sich fantastisch braten. Ja. Die Haptik ist sehr, sehr gut. Das ist ja auch das Besondere an diesen Patties, nicht? Das ist ja kein Fleischersatzprodukt, sondern wir nennen es ja New Meat oder die Firma, die es herstellt, nennt es New Meat. Es geht ja darum, eine Variation auf den Markt zu bringen. Und man gibt sehr viel Zeit, Geld und Energie aus für die Forschung. Man gibt sich sehr, sehr viel Mühe, Fleisch in seinen Einzelbestandteilen zu kopieren und nachzubauen. Ja, und übrigens wahnsinnige Technologie zum Einsatz. Da bin ich sehr sicher. Es schmeckt wirklich gut. Das ist das, was man ja dann auch erwarten möchte, dass so ein Produkt eine gewisse Qualität in der Haptik hat, im Geschmack. Und für denjenigen, der einfach sagt, ich möchte definitiv nichts vom Tier haben, ist das mit den Kombinationen, die wir hier auch immer machen, eine schöne Alternative. Ja, absolut ja. Sagen. Absolut ja. Und wir haben es in der Belegschaft verkostet und vertestet. Die Mehrheit fand es gut. Und soll ich was sagen? Meine Kids zu Hause haben keinen Unterschied festgestellt. Es ist auch nicht einfach, ja. So. Wir haben die Orangen-Curry-Soße. Du hast bloß kein Curry rein, aber das ist nicht schlimm, das mache ich dann so drauf. Hattest du nicht gesagt, wir wollen es danach machen? Ja, aber so sieht es ja auch gut aus. Kannst du noch ein bisschen was reinrühren? Ja komm, also wenn, dann müssen wir es ja auch... Oder? Dann haben wir hier Frühlingszwiebeln. Mal ganz kurz. Das hier, wenn es möglich ist für den Kunden, dann kann er das noch unter den Salamander geben, dass der Käse ein bisschen Temperatur noch kriegt. Oder er legt es eben so, wie wir es jetzt gemacht haben, aufs heiße Fleisch. Dann kriegt das Gesamte auch Temperatur und dann wirkt das... Boah, das ist also lecker, ne? Ja, fantastisch. Toller Curry. Nur der Geruch. So, und da geben wir wieder ein paar Sprossen drauf. Frühlingszwiebel. Und wir sind ja in der Gourmetwelt, also da ruhig auch ein bisschen fallen lassen, also nicht immer so alles press machen. Wir wollen hier ja eine gewisse Qualität rüberbringen. Und jetzt noch Champignons, gegrillte Champignons. Die haben den Vorteil, dass sie sehr, sehr geschmacksverstärkend wirken und ich somit dem Gast viel Aromatik gebe. Warme Champignons sind für mich immer, oder überhaupt warme Pilze, ein wunderbares Erlebnis, weil sie einfach die Qualität steigern. Ruhig auch so ein bisschen außen rumlegen, also ruhig in die Wertigkeit rein. So. Das ist natürlich auch noch künstlerisch verwirklicht. Und jetzt haben wir einen schönen Burger. Evola. Das Auge und ja, es ist nichts für die Hand. Aber muss es ja auch nicht. Aber auch da, Christian, Diskussion vor und zurück. Wie esse ich so einen Burger? Mit Messer und Gabel. American Style, Messer American und Gabel. Style. Und die meisten, das sehe ich ja auch, nehmen das Brötchen dann runter, essen es separat dazu und das passt. Aber es geht doch hier jetzt auch mal schöne Optik. Das mal meinen Kindern beizubringen. Und jetzt, guten Appetit. Ja, danke. Wir sagen danke für die Aufmerksamkeit. Hat mich gefreut, wenn Sie auch so viel Spaß hatten wie ich. Bis zum nächsten Mal, weil die nächste Ideenwerkstatt kommt bestimmt. Mit Sicherheit. Richtig. Danke. Tschüss. Dankeschön. Ideenwerkstatt.